Wenn die Nacht sich wie ein dunkler Schleier über die Welt legt, schaltet unser Bewusstsein eigentlich in den Regenerationsmodus. Doch Millionen Menschen kennen das Phänomen. Urplötzlich wacht man mitten in der Nacht auf, oft exakt zur selben Uhrzeit, hellwach und von einer unerklärlichen Unruhe getrieben. Heutzutage verbindet die moderne Chronobiologie und psychosomatische Medizin diese nächtlichen Störungen längst mit den biologischen Rhythmen unserer Organe. Die traditionelle chinesische Medizin lieferte hierzu vor Jahrtausenden die empirische Basis, welche heute durch die Entdeckung von Uhrengenen in fast jeder Gewebezelle wissenschaftlich untermauert ist, die sogenannte Organuhr. Jedes unserer inneren Organe hat im Laufe von 24 Stunden eine zweistündige Hochphase, in der es maximal durchblutet wird, entgiftet und sich regeneriert. Wenn ein Organ chronisch überlastet, entzündet oder energetisch blockiert ist, sendet es genau in seiner Hochphase ein neurochemisches Alarmsignal an das Gehirn, das uns schlagartig aus dem Schlaf reißt. Nummer 1. Erwachen zwischen 23 Uhr und 1 Uhr. Die Gallenblase warnt vor emotionalem und fetten Ballast. Die Phase kurz vor Mitternacht gehört energetisch der Gallenblase. In diesen 2 Stunden zieht sich dieses kleine Speicherorgan rhythmisch zusammen, um den am Tag produzierten Gallensaft für die Fettverdauung zu regulieren. Wer in diesem Zeitraum regelmäßig aufschreckt, leidet oft unter einer funktionellen Überlastung des hepatobiliären Systems, meist ausgelöst durch ein zu spätes, schweres Abendessen. Doch die Gallenblase reagiert auch hochsensibel auf Neurotransmitter, die bei unterdrücktem Ärger, Groll oder akuten Sorgen ausgeschüttet werden. Das Aufwachen ist ein direktes Signal deines Körpers, dass sowohl die physiologische Fettverbrennung als auch die emotionale Verarbeitung blockiert sind. Nummer 2. Erwachen zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Die Leber im toxischen Entgiftungsinferno. Das mit Abstand häufigste und gefährlichste nächtliche Erwachen findet in den frühen Morgenstunden statt und zeigt unmissverständlich auf das Hauptentgiftungsorgan unseres Körpers, die Leber. Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr läuft die mitochondriale Aktivität der Leberzellen auf absolutem Maximum. Hier werden Alkohol, Medikamentenrückstände, Umweltgifte und körpereigene Stoffwechselabfälle umgewandelt und wasserlöslich gemacht. Ist die Leber durch chronischen Alkoholkonsum, Fructoseüberlastung oder dauerhaften Stress überfordert, sinkt in dieser Phase der Blutzuckerspiegel rapide ab, weil die Leber ihre Glykogenspeicher nicht optimal freisetzen kann. Das Gehirn registriert diesen Energiemangel als akuten Notfall, schüttet das Stresshormon Cortisol aus und reißt dich hellwach aus dem Schlaf. Nummer 3. Erwachen zwischen 3 Uhr und 5 Uhr. Die Lunge und der Kampf um den zellulären Sauerstoff. Wenn die Uhrzeit deines Erwachens in den späten Nachtbereich fällt, übernimmt die Lunge das energetische Kommando. In dieser Zeit findet eine tiefgreifende Reinigung der Atemwege statt und das Gewebe wird intensiv mit frischem Sauerstoff geflutet. Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, unerkannter Schlafapnoe oder Raucher erwachen in dieser Phase oft mit einem Hustenreiz oder einem Gefühl der Enge im Brustkorb. Psychosomatisch gilt die Lunge zudem als das Organ der Trauer und des Loslassens. Ein Erwachen in diesen Stunden deutet biochemisch auf eine suboptimale Sauerstoffsättigung des Blutes und emotional auf unverarbeiteten seelischen Ballast hin. Und Nummer 4. Erwachen zwischen 5 und 7 Uhr. Der Dickdarm läutet den biochemischen Startschuss ein. Kurz vor dem Aufstehen erwacht der Dickdarm zu seiner höchsten Aktivität. Seine rhythmische Eigenbewegung fährt im Minutentakt hoch, um die Stoffwechselrückstände der Nacht Richtung Ausgang zu befördern, Platz für neue Nährstoffe zu schaffen und den Körper zu entlasten. Wenn du in diesem Zeitfenster wach wirst, ist das eigentlich ein vollkommen gesundes evolutionäres Aufwachsignal deines Körpers. Problematisch wird es nur, wenn dieses Erwachen von schmerzhaften Krämpfen, Blähungen oder akutem Durchfall begleitet wird. Dann rebelliert das Mikrobiom deines Dickdarms gegen Entzündung oder eine fehlerhafte Ernährung des Vortages. Möchtest du jetzt auch wissen, wie du schlaffe Arme loswerden kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.